Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Schnittmuster für eine schöne, weich fallende, sommerliche Bluse selber machen könnt. Manchmal darf es auch was Fluffiges sein, was Weiches sein, was Fließendes sein, was Leichtes sein, wo der Wind durchgehen kann, eine Bluse, die einem das Gefühl gibt, man hat gar nichts an, die man sich mal eben überwirft, wenn man mal in die Stadt geht oder mal einen Spaziergang machen möchte und die einen nicht einengen soll. Natürlich gibt es davon viele Blusen, aber ich wollte mal ein anderes Design zeigen, was jetzt auch nicht neu ist, aber ein bisschen pfiffiger, wie ich finde. Nämlich ein Fokuhila-Design. Das klingt jetzt nach 80er Jahre Schnurrbart und Frisur. Im Grunde genommen ja, aber das heißt nichts anderes, als dass der vordere Saum kürzer ist als der hintere Saum. Das heißt, der Saum geht in einer weichen Rundung tiefer nach hinten weg. Ansonsten habe ich Weite eingegeben, aber nicht von der Schulter, sodass es auch im oberen Bereich schon sehr üppig fällt, sondern erst ab der Brust, also ab dem Brustpunkt, nach unten zum Saum hin. Ich finde, dass man dann noch ein bisschen das Gefühl hat, ein maßgeschneidertes Oberteil zu haben. Es ist also nicht zu viel Weite darin, dass man sagt, okay, das ist oversized, sondern es ist doch noch auf Figur geschnitten, aber mit der Weite, die das Ganze natürlich schön sommerlich und luftig macht. Und ich muss gleich vorweg schicken, wenn ihr auch später die Fotos seht, die Tragefotos, sie ist etwas kurz geworden bei mir im vorderen Bereich. Dafür etwas zu lang im hinteren Bereich. Das muss man ausprobieren. Ich finde es so eigentlich gar nicht schlecht. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, weil es ja ein schöner Kontrast ist. So, und jetzt würde ich mal ganz flott sagen, wir springen in die Konstruktion. Ich zeige euch also, wie ihr das Schnittmuster selber machen könnt. Danach zeige ich euch, wie ihr das Ganze näht. Das ist übrigens sehr schnell gemacht. Und wie immer gibt es ein paar Tragefotos und danach sehen wir uns noch mal ganz kurz wieder. So, lasst uns anfangen. Bis gleich. Zuerst übertrage ich das Vorderteil mit allen Markierungen, also Ärmel, Ansatzpunkt und Abnäher, auf Extrapapier. Die Abnäher zeichne ich bis zum Brustpunkt an. Den Halsausschnitt vertiefe ich um 10 cm und verbreite ihn an der Schulter um 2,5 cm. Den neuen Halsausschnitt anzeichnen. Dabei achte ich darauf, vorne über ein paar Zentimeter einen rechten Winkel zur vorderen Mitte zu halten, damit es da später zu keiner Spitze kommt. Je weiter der Halsausschnitt, desto größer die Möglichkeit, dass er vorne absteht. Deswegen nehme ich ein bisschen mehr Weite aus dem Ausschnitt, damit er schön anliegt. Dazu ca. mittig zum Brustpunkt eine Linie zeichnen und eine zweite ca. 0,75 bis 1 cm daneben. So groß und weit ist mein Ausschnitt jetzt nicht, dass ich mehr anzeichnen müsste. Den Armausschnitt vertiefe ich um 1,5 cm und zeichne auch gleich die neue Kurve ein. Als nächstes alle Abnäher an einem Schenkel zum Brustpunkt hin einschneiden und die Abnäherschenkel vom Halsabnäher und Brustabnäher bündig aufeinander kleben. Beim Halsabnäher die Kurve korrigieren. Wenn nötig, die Seitennaht ebenfalls. Ich möchte noch mehr Weite in das Oberteil geben, ausgehend vom Brustpunkt, also ab Brustpunkt nach unten. Ich zeichne im rechten Winkel zur vorderen Mitte eine Linie zur Seitennaht hin und eine weitere im rechten Winkel zur Taillenlinie, circa mittig auf der Strecke Taillenabnäher Seitennaht. Zuerst schneide ich die obere Linie vom Brustpunkt aus zur Seitennaht ein und danach die Teilungslinie von der Taille kommend ebenfalls. Und jetzt könnt ihr nach Lust und Laune mehr Weite in das Oberteil drehen. Papier unterkleben. Die harte Kante an der Seitennaht abrunden. Und nun wird das Ganze verlängert. Auch wieder dazu Papier unterkleben.
Erst einmal markiere ich mir grob die Endlänge vorne und zeichne den gleichen Wert auch an der Seitennaht an. Das ändert sich aber später, wie ihr wisst, wir haben hier so ein Fokuhila-Design. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass mein Vorderteil ein bisschen zu kurz geraten ist. Wenn ihr eure Länge bestimmt, haltet euch das Schnittteil mal an und markiert dann die Länge. Nur um sicher zu sein, dass es nicht wie bei mir zu kurz ist. Ich möchte meinen Ausschnitt mit einem Beleg versäubern. Das muss nicht unbedingt sein, man kann auch mit Schrägband zum Beispiel arbeiten. Das wird bei mir persönlich aber nie wirklich schön, deswegen zeichne ich jetzt auch einen Beleg. Dieser wird 4 cm breit. Danach stelle ich die Nahtzugabe an, schneide das Teil aus und übertrage den Beleg mit dem Kopierrädchen auf Papier, was ich unterlege. Ausschneiden und beschriften nicht vergessen. Das Vorderteil wird erst einmal zur Seite gelegt. Kommen wir zum Rückteil, auch mit allen Markierungen auf Papier übertragen und die Abnäher des Schulterabnähers, soweit ihr einen habt, zur Abnäherspitze des Taillenabnähers zeichnen. Den Halsausschnitt wie beim Vorderteil um 2,5 cm verbreitern und ich vertiefe ihn um 1,5 cm. Den Ausschnitt neu anzeichnen. Das Armloch wie beim Vorderteil um 1,5 cm vertiefen und die neue Linie zeichnen. Den Schulterabnäher zur Spitze einschneiden und den Taillenabnäher ebenfalls. Den Schulterabnäher schließen. Wie gesagt, habt ihr keinen, lasst ihr diese Schritte aus. Unter dem Taillenabnäherpapier kleben und schon einmal die Nahtzugabe anstellen. Ich mache es mir nämlich einfach, indem ich das Vorderteil als Schablone für die Seitennaht anlege. Beim Rückteil brauche ich auch wieder etwas mehr Papier und überlege mir dann, wie lang es werden soll. Ich habe ab der Taille 40 cm angestellt. Dadurch geht mir das Rückteil bis über den Hintern. Aber auch hier probiert es ein bisschen aus. Nun übertrage ich die Markierung für die Länge an der Seitennaht des Vorderteils auf die Rückseite und lege dann die Seitennähte ohne die Nahtzugaben, die liegen überlappen, bündig aufeinander. Also die Nahtlinie wird auf Nahtlinie gelegt. Jetzt kann ich den Bogen von der vorderen Mitte über die Seitennaht zur hinteren Mitte einzeichnen. An der vorderen und hinteren Mitte wieder auf einen rechten Winkel achten. Ich lasse bei meinem Vorderteil über die Hälfte den vorderen Bereich gerade. Fertig sieht das also dann so aus und mit Gürtel getragen so. Wenn ihr zum Beispiel so etwas nähen möchtet, dann beginnt die Rundung früher, damit ihr eine harmonische Linie habt. Also so zum Beispiel.
Außer ihr möchtet es genauso haben, wie ich es im Original auch gezeigt habe. Zurück zum Schnitt. Das Linienanzeichnen des Saums dauert ein bisschen. Da lasst euch Zeit, bis ihr so wirklich zufrieden seid und einen richtig schönen Saum und eine Saumlinie gefunden habt. Am Saum die Nahtzugabe anstellen. Ich arbeite mit 2 cm. Für das Rückteil muss ich noch den Beleg zeichnen. Der bekommt die gleiche Breite wie der des Vorderteils, also 4 cm, und wird auf die gleiche Art gezeichnet und auf Extrapapier übertragen. Zum Schluss zeichne ich doch die finale Saumlinie des Vorderteils und stelle die Saumzugabe an. Beschriften, wenn noch nicht getan, und ausschneiden. Der Ärmel. Zuerst müsse ich die Armausschnitte von Vorder- und Rückteil an der Nahtlinie aus und schreibe mir den Wert auf. Diese Werte vergleiche ich mit denen der Längen von vorder- und rückwärtigem Ärmel und sehe zu, dass der Ärmel eine Mehrweite von mindestens 0,75 cm hat. Bei mir sind es so 1 cm Mehrweite, ein bisschen mehr. Den Ärmel auf Papier übertragen. Den Fadenlauf nicht vergessen einzuzeichnen. Meiner ist immer in Verlängerung mit dem Schulteransatzpunkt. Das ist immer ganz praktisch. Im rechten Winkel zum Fadenlauf in Höhe der Achsel eine Linie über das Papier zeichnen und entscheiden, wie lang der Ärmel sein soll. Hier sind es 7 cm. Da mein Ärmelschnitt schon mit Nahtzugabe ist, zeichne ich diese zur Orientierung ein. Nun im rechten Winkel zum Saum von der Mitte des Ärmels, also dem Schulteransatzpunkt, zu beiden Seiten alle 2,5 cm 3 weitere Linien ziehen. Danach zeichne ich die Saumzugabe an und achte darauf, dass an der Seite die Saumzugabe gerade und im rechten Winkel verläuft. Nun schneide ich vom Saum kommend zur Nahtlinie der Armkugel und von oben kommend zur Nahtlinie ebenfalls ein und drehe jetzt an diesen Schnittlinien das Teil gleichmäßig auf. Ich zeichne mir zuerst auf Extrapapier eine Gerade, die später den neuen Fadenlauf markiert, und klebe die Ärmelmitte mit dem Schulteransatzpunkt mit gleichem Abstand beidseitig zu dieser Linie fest. Ich habe bei jedem Schnitt 3 cm Mehrweite eingedreht und alles gut festgeklebt. Die Saumlinie korrigieren, wenn nötig, und das Teil ausschneiden und beschriften. Das Vorder- und Rückteil werden im Stoffbruch zugeschnitten. Ich habe die Ausschnitte mit Einlage beklebt und die Schultern des Rückteils mit fadenverstärktem Nahtband bebügelt, damit sie sich nicht ausziehen im Laufe der Zeit. Beide Belege sind mit dünner Einlage bebügelt und die Ärmel gegengleich zugeschnitten. Zuerst die Belege an den Schultern rechts aufeinander stecken und nähen. Im gleichen Zuge stecke ich die Schultern rechts aufeinander und steppe sie ab.
Die Außenkante der Belege und die Schulternähte habe ich nach dem Nähen mit der Overlock versäubert. Es geht aber auch ein Zickzackstich. Die Nähte des Beleges bügele ich nach vorne, die Nähte des Oberteils zum Rückteil hin. Nun stecke ich den Beleg rechts auf den Ausschnitt und steppe ihn fest. Im Bereich der Rundungen schneide ich bis knapp vor die Naht ein. Nicht zu weit zur Naht schneiden oder durchschneiden, das ist ein bisschen schlecht. Die Nahtzugabe bügele ich auseinander. Man könnte die Naht auf dem Beleg auch flach steppen, was das Umbügeln einfacher machen würde. Das weiß ich, mache es bewusst nicht, weil ich den Ausschnitt nach dem Bügeln sowieso füßchenbreit absteppen werde. Da finde ich diese zusätzliche Naht, auch wenn sie nur innen ist, einfach nicht so schön. Bei den Nahtkreuzungen kann man die Nahtzugaben noch etwas einkürzen. Den Beleg auf die rechte Seite bügeln, und zwar so, dass die Naht zur Innenseite rollt. So wie ihr das hier seht. Ich stecke alles und steppe den Ausschnitt, wie gesagt, ab. Heute habe ich keinen Obertransportfuß angebaut und deswegen lege ich mir meine Schablone mit unter das Füßchen an die Naht, damit der Stoff schön glatt liegt und beim Nähen keine Fältchen wirft. Noch einmal bügeln und weiter geht es. Übrigens, den Beleg habe ich bereits mit einigen Handstichen an den Schulternähten fixiert, damit er nicht umklappt. Was er meistens trotzdem macht, aber dann ist es nicht ganz so nervig. Ich habe ja bei der Konstruktion erwähnt, dass meine Saumzugabe bei 2 cm liegt. Bei der Anprobe habe ich aber festgestellt, wie gesagt, dass das Teilchen vorne etwas kurz ist. Deswegen habe ich den Saum mit der Overlock versäubert und werde ihn dann nur einmal in der Breite der Overlock-Naht umbügeln und absteppen. Ich finde diese Saumverarbeitung nicht ganz so schick und elegant. Ich mag es also lieber Einschlag, Umschlag und dann absteppen. Aber in der Industrie wird es jetzt auch so gemacht, dass es einfach nur an der Overlock-Naht umgesteppt wird und es sieht ja auch trotzdem gut aus. Außerdem habe ich damit auch 1 cm mehr an Länge gewonnen, was in dem Fall sehr gut ist. Ich bügele mir das gleich einmal um und damit es gleichmäßig ist, arbeite ich die Ärmelsäume genauso. Als nächstes werden die Ärmel eingesetzt, abgesteppt, mit der Overlock versäubert und die Naht zum Ärmel gebügelt. Die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander stecken und absteppen. Die Nahtzugabe zum Rückteil bügeln. Die Säume auf die rechte Seite legen. Ich habe sie ja schon gebügelt, deswegen brauche ich nichts zu stecken und ebenfalls absteppen. Fertig ist das Oberteil. Getragen sieht es bei mir so aus.
Aber es kann auch zum Beispiel so aussehen, wie ich es euch hier auf den Illustrationen zeige. Ihr habt gesehen, was ich meine, ne? So mit dem zu kurz vorne. Ich finde es gut so. Ich trage sie auch und werde sie auch tragen. Jetzt wird es ja erstmal wieder kälter, aber wenn es dann schön warm ist, dann werde ich die Bluse auf jeden Fall anziehen. Auch in der Kombination mit der Capri-Hose. Aber sie könnte tatsächlich ein bisschen länger vorne sein. Ich habe das jetzt auch schon am Schnittmuster geändert und habe einfach vorne 3 Zentimeter angestellt und in die Seitennaht einlaufen lassen. Als ich die Fotos gesehen habe, fand ich die hintere Länge eigentlich gut so. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, was ich meine, dass sie zwar mehr Weite hat und schön fluffig ist und üppig ist, aber nicht oversized aussieht. Dadurch, dass wir die Weite erst ab dem Brustpunkt in das Schnittmuster eingegeben haben. Das finde ich eine ganz tolle Sache und ich hoffe, es gefällt euch genauso, denn das ist natürlich meine Frage. Wie gefällt euch die Bluse? Möchtet ihr euch so ein Design auch mal nähen? Und was für einen Stoff würdet ihr nehmen? Ich habe im Nachhinein überlegt, ob man nicht auch einfach mal eine Baumwollpopeline in Weiß nimmt. Also, wie ihr seht, man bekommt ganz, ganz viele Ideen, so eine Konstruktion, so ein Schnittmuster anders zu gestalten und zu kombinieren. Das macht so, so, so viel Spaß. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich euch ein bisschen anstecken könnte und euch mit auf diese kreative Designreise mitnehmen könnte. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da auch so begeistert von seid, wie ihr darüber denkt, wenn ihr ein Schnittmuster näht, ob ihr auch dann so diese verschiedenen Styling-Möglichkeiten im Kopf habt oder ob ihr dann auch gleich überlegt, ja, wenn ich das ein bisschen anders mache oder ein bisschen tiefer ansetze, länger mache, dann könnte man das so und so tragen. Oder wenn ich den Ärmel ein bisschen weiter mache, habt ihr dann auch schon gleich so diese verschiedenen Varianten im Kopf? Das würde mich auch, oder geht es nur mir so? Das würde mich wahnsinnig interessieren, denn das finde ich super, super spannend. Und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr wieder eine neue Idee bekommen habt und Spaß und Lust darauf habt, euch eine sommerliche, fluffige Bluse zu nähen. Wenn es so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Klickt ihr in dem Zug auf die kleine Glocke, werdet ihr immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und dann wünsche ich euch noch eine richtig schöne, gemütliche, kreative Zeit mit an eurer Nähmaschine. Hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.